schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, wie du Kryptowährungen handeln kannst, anlegen und das Ganze gibt's natürlich wie immer für dich einfach, schnell und Schritt für Schritt. Und da dieses Thema etwas komplizierter ist, habe ich für dich extra eine Börse ausgesucht, die anfängerfreundlich ist und das ganze Video wird allgemein auch sehr anfängerfreundlich sein. Denn es gibt hier viele Fachbegriffe. Ich werde versuchen, möglichst wenig davon zu verwenden. Wenn ich doch welche verwende, dann erkläre ich dir die ausführlich, so dass du es einfach verstehst. Und ja, ich würde sagen, fangen wir gleich mal an und ich wünsche dir mega viel Spaß mit dem Video. Let's go! Cybersecurity. Be part of IT. So, damit wir traden können, brauchen wir natürlich erstmal eine Börse. Also, wir brauchen einen Account auf dieser Börse und dann können wir auch schon loslegen. Dann einfach jetzt hier bei Sign Up deine E-Mail eingeben und ein Passwort festlegen. Hier einmal den Haken setzen und dann auf Sign Up klicken. Das war's auch schon. Dann nochmal kurz auf deine E-Mail gehen und das bestätigen. Und schon bist du auch drin, also du bist eigentlich direkt nach den 2 Eingaben in deinem neuen Konto eingeloggt und kannst auch direkt loslegen, was ich sehr geil finde, wie gesagt, für Anfänger optimal, schneller Start. Wenn wir dann eingeloggt sind, dann sieht das Ganze hier so aus oder so ähnlich. Kann sich über die Zeit verändern natürlich die Webseite. Hier sehen wir jetzt nochmal ein paar Details, ein paar Kurse und ganz wichtig und praktisch natürlich auch ist hier die App. Die App würde ich mir auf jeden Fall runterladen. Gibt's für Apple und für Android. Und ist auf jeden Fall praktisch für unterwegs zum Traden, weil man will ja nicht immer die ganze Zeit am PC sein oder was auch immer. Man will mal einfach unterwegs das Ganze verfolgen. Dafür ist es echt nützlich. Ich nutze die auch ziemlich oft. Und ja, holt die dir auf jeden Fall. Sonst ist Trading nicht so entspannt, würde ich sagen. Gut, dann schauen wir uns jetzt die ganze Webseite an. Wir schauen uns jetzt auch an, wie wir traden können. Ich erkläre dir alles im Detail und du kannst es dann einfach nachmachen und dich einarbeiten hier. Okay, und jetzt wollen wir natürlich was traden und dafür gehen wir hier oben in der Leiste auf Derivate. Und hier gibt es jetzt verschiedene und ich empfehle euch USD Perpetual. Und hier gibt es auch ganz viele verschiedene Paare, also Bitcoin, USDT, Ethereum, USDT und so weiter. Hier können wir uns eins aussuchen. Ich gehe mal jetzt auf Bitcoin, USDT und ja, jetzt landen wir auf der überkrassen Trading-Seite. Also lass dich hiervon nicht erschlagen. Ich erkläre dir alles 1:1, was du hier machen kannst. Also das Wichtigste natürlich, alles kann ich dir jetzt hier nicht erklären, das wird das Video sprengen. Aber für die ersten Trades kannst du hier schon mal etwas von mir lernen. Und ja, vielleicht kommen später noch mehr Videos zu den ganzen erweiterten Funktionen, die man aber am Anfang jetzt erstmal nicht braucht. Gut, dann fangen wir hier oben erstmal an und hier steht das Trading Paar. Und das ist hier Bitcoin USD. Also BTC steht für Bitcoin, USD, T steht für US-Dollar Tether. Und ja, das können wir hier auswählen. Falls wir jetzt mit Ethereum handeln wollen, können wir hier einfach draufklicken. Genau. Daneben steht dann der Kurs, die Kursänderung in den letzten 24 Stunden, das High der letzten 24 Stunden, das Low der 24 Stunden, also der höchste Kurs und der niedrigste Kurs in 24 Stunden. Genau. Und ja, hier auch die Funding Rate, also wie viel du an Gebühren zahlen musst, wenn du zum Beispiel irgendwo einsteigst. Genau. Dann haben wir hier den Chart. Den können wir natürlich auch größer machen. Also der Chart, ich habe ja gesagt, ich verwende keine Fachbegriffe. Der Chart ist einfach der Kursverlauf von dem Bitcoin zum Beispiel jetzt in diesem Fall. Und ja, den siehst du hier natürlich eingeblendet. Diesen Kursverlauf kannst du natürlich auch größer machen und dafür gehen wir hier auf diese 4 Pfeile in alle Richtungen. Dann hast du das Ganze hier größer, ist meiner Meinung nach ein bisschen netter zu arbeiten und zum Analysieren. Dann gibt es natürlich noch Kurswerkzeuge, damit du eben besser analysieren kannst. Die sind hier links unten
auf diesem kleinen Pfeil. Da musst du draufklicken und dann hast du hier alles. Dann kannst du hier jetzt eine schöne Linie zeichnen zum Beispiel. Einfach hier so. Ich habe jetzt hier schon eine gezeichnet. Machen wir noch eine. So. Kannst du dich ein bisschen besser orientieren. Mit Entfernen kannst du das Ganze wieder löschen. Und ja. So läuft es hier eben. Kannst auch ein bisschen reinzeichnen, was du halt gerade Lust hast. Das schauen wir uns eventuell später auf dem Channel an. Da kommt dann noch mehr zu Trading und Bitcoin und Kryptowährungen und Coins und alles zu dem Thema eben. Genau. Dann können wir das Ganze wieder schließen mit Escape und unsere Zeichnung bleibt noch da. Das ist schon mal schön. Können wir aber auch wieder löschen. Dann haben wir hier das Orderbook. Und das Orderbook zeigt uns einfach an, welche Bestellungen im Anführungszeichen eben gerade reinkommen oder welche Verkäufe. Hier siehst du die roten, das sind Shorts, also Verkäufe, und die grünen sind Käufe. Das Ganze musst du jetzt nicht so im Detail anschauen, das verwenden erfahrene Trader. Und ja, für uns ist eben hier wichtig der Marktwert, der ist bei 32.000 US-Dollar gerade. 32.800, ja, so ungefähr. Und hier eben, ob Long oder Short gewinnt. Wenn mehr Verkäufe sind, ist die Zahl rot. Und wenn mehr Käufe sind, ist die Zahl grün. Da ist immer eine kleine Differenz, da ja nicht jede Börse gleich ist, sozusagen. Genau, das Ganze können wir uns auch verschieben, falls uns das hier nicht gefällt. Aber ich würde euch empfehlen, das so zu lassen. Dann ist alles ähnlich wie bei mir und ja, ihr versteht es leichter. Wir wollen jetzt einen Handel starten und hierfür ist die rechte Spalte, also hier die rechte Spalte, sehr wichtig. Da kannst du alles einstellen und ich erkläre dir jetzt mal die wichtigsten Punkte. Ein ganz wichtiger Punkt ist, auf jeden Fall musst du den auch machen, rate ich dir als Anfänger, und zwar steht hier oben Cross. Da klickst du einmal drauf. Dann öffnet sich ein Fenster und hier klickst du auf jeden Fall Isolated an. Und dann klickst du auch wichtig auf Confirm. Wenn das gemacht ist, das ist schon mal gut, weil Isolated heißt, dass du nur den Bereich, den du ausgibst, für deinen Handel verwendest, also an Geld oder Bitcoin, je nachdem. Und wenn du auf Cross stellst, wird dein ganzes Geld oder Bitcoins, die du auf deinem Konto hast, eben verwendet. Und wir wollen natürlich wenig Risiko, deswegen verwenden wir nur das Geld, das wir auch wirklich in den Handel reinstecken. Und dafür musst du eben Isolate auswählen. Jetzt schauen wir uns an, was Long- und Short-Handel ist. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, deswegen erkläre ich dir das jetzt. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert, das ist eigentlich der Grundbaustein von Trading oder Handel. Und ja, Long ist einfach darauf zu wetten, dass die Kurse nach oben gehen. Deswegen sieht man auch hier immer alles, was jetzt hier grün ist, da gehen die Kurse nach oben. Selbe ist hier auch auf dem Button Long, Open Long, also wette darauf, dass die Kurse nach oben gehen. Das Ganze nennt man eben Long. Und Short ist genau das Gegenteil davon. Man wettet darauf, dass die Kurse nach unten gehen. Deswegen ist es hier auch rot und man sieht hier beim Kurs auch, dass es rot ist, wenn es nach unten geht. Genau, das musst du verstehen, wenn du eben drauf wetten willst auf den Kurs, dass er eben nach oben geht oder nach unten. Je nachdem, was du halt dir denkst, was mit dem Kurs passiert, das wählst du dann hier nachher aus. Dann schauen wir uns jetzt den Hebel an, den kannst du auch hier rechts oben einstellen. Und der Hebel, kurz erklärt, der multipliziert einfach deinen Einsatz. Also wenn du jetzt hier einen Hebel von 2 einstellst, dann wird dein Einsatz verdoppelt. Angenommen, du hast $100 drin, dann sind das auf einmal $200. Deswegen kannst du dann auch, wenn der Kurs steigt, doppelt so viele Gewinne machen. Das geht aber auch andersrum, wenn der Kurs fällt, machst du doppelt so viele Verluste. Und durch diese Verluste kann es dann eben passieren, dass dein Handel abgebrochen wird, weil wenn du $100 reintust und die $100 sind weg, dann ist der Handel zu Ende, du hast deine $100 verloren und das ist eben auch wichtig. Du kannst aber nicht mehr als $100 verlieren, wenn du jetzt hier einen Hebel einstellst. Immer halt nur dein Einsatz, der ist halt dann weg.
Und umso höher der Hebel ist, umso schneller ist er eben weg oder umso schneller machst du eben Gewinne. Genau, so viel dazu. Ich empfehle dir immer mit einem sehr geringen Hebel zu arbeiten, zumindest als Anfänger. Entweder gar keinen, stellst du hier auf 1 ein, dann hast du gar keinen Hebel. Oder hier auf 2 zum Beispiel. Oder wenn du dir ganz sicher bist, dann kannst du auch mal einen 10er oder einen 20er Hebel einstellen. Das ist dir überlassen. Meine Empfehlung, niedriger Hebel als Anfänger. Gut, dann haben wir jetzt hier oben noch Open und Close. Open heißt einfach zur Erstellung des Handels und Close können wir dann halt erst machen, wenn wir unseren Handel wieder abschließen wollen. Dann gibt es jetzt noch Limit und Market. Limit, da können wir uns einen bestimmten Punkt aussuchen, wo wir in den Handel einsteigen wollen. Sagen wir jetzt einfach, wir wollen hier unten einsteigen, bei dem roten hier. Das ist ungefähr bei, ja, sagen wir 32.300. Das stellen wir dann hier ein. Natürlich schauen wir das normalerweise genauer an, aber das ist jetzt nur eine Demonstration. Sagen wir, das ist hier der weiße Balken. Und da wollen wir einsteigen. Also wenn das jetzt hier so runter geht, dann wollen wir hier einsteigen bei dem Punkt und hoffen, dass es wieder hochgeht, sagen wir einfach mal. Deswegen steigen wir mit einem Long ein. Und wir sagen jetzt, wir wollen 0,001 Bitcoin verwenden. Hier müssen wir aber aufpassen, wegen unserem Hebel, der wird hier natürlich auch einberechnet. Ich habe jetzt keinen Hebel aktiviert und wir sehen jetzt hier, wie viel unser Handel kostet. Der kostet 32 US-Dollar. Den setzen wir jetzt einfach mal. Und dann wird hier nochmal alles bestätigt. Und let's go. So, der Handel ist jetzt noch nicht gesetzt, da wir ja diesen Punkt hier unten noch nicht erreicht haben, aber er ist hier aktiv, also er wartet, bis er aktiviert wird sozusagen. Genau, wenn es dann hier unten ankommt, wird er aktiviert. Wenn es jetzt hier direkt einfach nur nach oben gehen würde, wird er gar nicht erst aktiviert. Das ist sozusagen mit Limit. Und jetzt wollen wir eine Market Order erstellen. Dafür klicken wir hier einfach auf Market, also Order heißt Bestellung. Und ja, jetzt müssen wir hier nur auswählen, wie viel wir investieren wollen. Bei der Market Order ist es so, dass wir genau, wo jetzt hier der Ring ist, einsteigen. Also genau, wo der aktuelle Kurs ist, da wird die Bestellung platziert. Genau, das ist natürlich gut für uns, wenn wir schnell reagieren wollen, kostet aber leider auch etwas mehr Gebühren als Limit. Bei Limit können wir nicht so genau einsteigen, kostet aber fast keine Gebühren. Bei Market haben wir etwas Gebühren, können aber direkter einsteigen. Genau, dann geben wir hier unsere Quantität ein, also wie viel wir investieren wollen. Also in dem Fall 0,001 Bitcoin. Dann sehen wir hier die Preise für Long zum Beispiel, klicken hier drauf, sehen hier nochmal die Daten im Detail. Und wenn wir jetzt Confirm klicken, ist der Trade auch aktiv. Wir sehen jetzt hier unten, ich muss schnell mich kurz wegschieben, er ist jetzt unter Position und ist direkt am Start. Wir haben jetzt hier auch schon 0,02% Gewinn gemacht. Genau. Das Ganze können wir ganz einfach wieder schließen, wenn wir jetzt hier auf Market klicken und dann eben hier auf 100% klicken. Wir wollen alles wieder rausnehmen und auf Confirm. Dann ist der Deal wieder abgeschlossen. So, um überhaupt traden zu können, brauchen wir natürlich Bitcoin oder Dollar auf unserem Konto. Das ist ganz einfach, da müsst ihr einfach nur auf Buy Crypto hier oben klicken und schon landet ihr hier auf der Seite, wo ihr euer Euros oder Dollar in Bitcoin kaufen könnt. Hier wählen wir dann einfach Euro aus, tippen 100 Euro ein, angenommen, und sehen hier den Kurs. Dann haben wir hier verschiedene Zahlungsanbieter und man sieht hier immer genau, wie viel man bekommt für sein Geld. Bei manchen ist es mehr, bei manchen weniger. Hier müsst ihr halt eben auswählen, welches ihr wollt und welche Zahlmethode zu euch passt. Hier kann man zum Beispiel mit Visa, Mastercard oder SEPA-Verfahren zahlen. Und hier könnte man zum Beispiel mit Apple Pay auch noch zahlen oder Klarna, glaube ich, ist das genau. Dann hier einfach draufklicken. Dann wird man weitergeleitet zu einem
Ausweisverfahren, also man muss dann seinen Ausweis angeben und das ist ganz normal, macht euch da keine Sorgen. Bei Krypto ist es ganz normal, dass man, wenn man Euro in Bitcoin umwandelt, muss man sich immer ausweisen, um Geldwäsche zu vermeiden und so. Genau. Das macht ihr dann einfach. Dann bekommt ihr das Geld auf eure Bybit Wallet und ja, die sieht dann so aus. Hier habt ihr dann eben verschiedene Accounts und am Anfang habt ihr dann Bitcoins natürlich oder ihr könnt es auch dann in US-Dollar traden, USDT. Natürlich könnt ihr auch Ethereum handeln, EOS und RPX. Hier gibt es überall Wallets. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Coinbase ein Konto habt oder so und hier auf Bybit auch was draufladen wollt, das ist gar kein Problem. Da klickt ihr dann einfach hier auf Transfer und könnt dann eure Adresse sehen. Da schickt ihr das Ganze dann einfach rüber und das erscheint hier auch wiederum auf eurem Konto. Also gar nicht so schwer. Wenn es dazu Fragen gibt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann mache ich ein extra Video darüber. Okay, wir machen jetzt nochmal ein Trade zusammen, damit du alles nochmal gebündelt erklärt bekommst und ja, fangen wir gleich mal an. Also hier oben muss Isolated stehen, sonst kann dein Konto überzogen werden. Dann haben wir hier keinen Hebel, weil hier einmal steht. Wir wollen auch keinen Hebel jetzt erstmal. Dann wollen wir direkt in den Markt einsteigen, also wir wollen nicht warten, deswegen gehen wir hier auf Market. Dann wollen wir uns 0,001 Bitcoin wollen wir investieren und wir sagen einfach mal, das Ganze wird steigen. Hier sehen wir nochmal die Kosten im Kleingedruckten, wie viel der Trade kostet. Klicken hier drauf, sehen auch nochmal hier die Kosten, 32 US-Dollar und können dann das Ganze bestätigen. Wenn wir hier unten den Hebel und alles überprüft haben, dann klicken wir hier auf Confirm. Und wir sehen jetzt hier unten, unser Trade wurde direkt gesetzt und hier er steigt auch schon 0,2% haben wir jetzt. Genau, hier sehen wir dann die ganzen Kosten, also wenn das hier im Plus ist, können wir uns auszahlen lassen. Wir haben jetzt hier ein paar Gebühren, deswegen machen wir das jetzt noch nicht. Wir müssen also mindestens ein paar Prozent im Plus sein, damit wir hier wieder auf Null kommen oder Profit machen. Jetzt zeige ich dir noch eine kleine Hilfe für Trader und zwar gibt es einmal den TP und den SL, also den Take Profit, also nimm den Profit mit, heißt TP und SL heißt Sell Lose, Verkauf, wenn Verluste sind. Das sind so zwei so Barrieren, eine meistens oben, eine unten und wenn der Kurs nach oben geht, verkauft er automatisch, nimmt die Profite mit, wenn der Kurs nach unten geht, dann verkauft er auch und nimmt halt Verluste in Kauf, aber es geht nicht ganz weit nach unten und du verlierst nicht alles zum Beispiel. Genau, das stellen wir jetzt hier ein, das können wir hier unten machen und zwar klicken wir hier einfach auf Add TP und SL. Und hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen das Ganze bei 10% Profit verkaufen und wenn bei 5% Minus oder wenn der Kurs nach unten geht, wollen wir bei 5% das Ganze abbrechen und halt unsere Verluste dann minimieren. So, jetzt können wir dann bestätigen und wir sehen jetzt hier im Chart, wenn wir hier ein bisschen rauszoomen, dass wir jetzt hier so zwei so Linien haben, so gestrichelte Extra-Linien. Und hier sehen wir auch nochmal Take Profit und Stop Lose, von dem ich eben gerade gesprochen habe. Die können wir auch verschieben, hierhin zum Beispiel. Und wir sehen hier oben, das Ganze hat sich geändert. Das finde ich echt gut mit dem Verschieben, weil man hat hier so eine bessere Übersicht und man kann es leichter und schneller einstellen. Man muss nur aufpassen, dass man das nicht auf Versehen macht, sonst kann leicht was schief gehen. Genau, das auf jeden Fall auch verwenden, ansonsten musst du halt die ganze Zeit deinen Kurs verfolgen und rechtzeitig aussteigen und so weiter. Also stell das ein, dann kannst du entspannter leben, sage ich mal. Genau, das war jetzt mal so ein Trade. Wir sehen hier, wir sind hier bei 0,02% momentan. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten und dann wird da hoffentlich ein bisschen mehr draus.
So, jetzt weißt du, wie man tradet. Natürlich kann man das Ganze noch viel detaillierter machen. Ich habe es jetzt hier mal so die groben Sachen umrissen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Happy Trading und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace.